Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich muss ein bisschen Gas geben. Es beginnt, glaube ich, zu regnen. Aber wir schaffen das schon. Es gibt schon ganz besondere Hunderassen da draußen. Ja. Hunde, welche ganz besonders aus der Masse hervorstechen. Ja, jeder Hund ist einzigartig und unsere Hunde sind sowieso die besten. Das ist schon mal ganz klar. Und trotzdem greife ich mir manchmal am Kopf bei manchen Hunden und denke mir, das ist unglaublich. Ja. Der Pettertil Terrier, der zählt zu solchen Hunderassen, wo ich mir das manchmal denke. Ich sage Ihnen was, wäre dieser Hund so groß wie eine deutsche Dogge, der würde Elefantenbullen niederziehen, der würde einem Löwenrudel die Beute streitig machen. Solche Krieger sind das. Bad to the bone, sagt man, sei er. Nicht weil er so bösartig ist, sondern weil diese Hunde berühmt sind für ihre Furchtlosigkeit und ihren extremen Schneid bei der Jagd. Man schreibt, der Ursprung dieses Terriers liegt im späten 18. Jahrhundert in Großbritannien. Damals begann man wegen Überpopulation von Füchsen damit, kleine, aber äußerst starke, schmerzresistente, feurige Hunde zu erschaffen oder an solchen Hunden zu basteln. Man experimentierte mit Lakeland Terriern, Border Terriern, Bedlington Terriern. Später dann kamen auch Cairn Terrier, Fox Terrier oder auch Irish Terrier zum Zug. Außerdem sagt man, dass auch der Bull Terrier eine große Rolle bei der Entwicklung dieser Hunderasse gespielt haben soll. Der Pettertil Terrier ist nicht vom FCI als Hunderasse anerkannt. Das ist aber ein Fakt, der viele Fans dieser Hunde nicht stört. Wissen Sie wieso? Nun, weil das einen gewissen Schutz vor Showlinienzucht bietet. Ja, wir wissen, viele ehemalige Arbeitsrassen verlieren einen großen Teil ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit, weil sie sich vom FCI anerkannt, dann schnell mal bei Züchtern wiederfinden, die es hauptsächlich nur auf Ausstellungsergebnisse abgesehen haben. Ja, hier wird dann oft das Wesen vernachlässigt, weil nur die Anatomie wichtig ist. Ja, und diese Hunde verkommen dann häufig und mutieren zur Karikatur des ursprünglichen Hundes. Wir kennen das von vielen Hunderassen, ist so. Ja? Der amerikanische UKC, der United Kennel Club, welcher der zweitgrößte Verband der USA ist, neben dem American Kennel Club, der kennt den Pettertil Terrier als Rasse an. Aber dieser auf Leistung ausgelegte Verband, der hat diesbezüglich noch nie einer Rasse Schaden zugefügt, wenn ich so sagen kann. Nebenbei sei bemerkt, dass auch der American Pitbull Terrier beim United Kennel Club als Rasse anerkannt ist. Ja. Nun, sehen wir uns diesen Hund mal etwas näher an. 25 bis 38 cm Schulterhöhe. Ja. Das entlockt so manchen schon ein Lächeln. Aber glauben Sie mir, vielen Wildschweinen ist hier das Lachen schon vergangen. Ist so, ja. Diese Hunde bewegen sich zwischen 6 und 12 Kilo. Es gibt sie in Kurzhaar und in Rauhaar, in Schwarz, Dunkelbraun, Chocolate und selten auch in Black and Tan. Das sind kleine, äußerst muskulöse, schnelle Hunde, welche über ein im Verhältnis zur Größe außerordentlich kräftiges Gebiss verfügen. Ja? Einen guten Griff. Der Charakter. Terrier, groß geschrieben. Terrier, noch typischer geht's gar nicht. Ja? Der ist Auge in Auge mit dem Teufel. Obwohl sie überaus herzliche Familienclowns darstellen, welche zwar im Vergleich zu typischen und schwereren Molossern nicht nur über eine kürzere Zündschnur, sondern eigentlich gar keine verfügen, sind sie häufig tolle Kinderkumpel, wenn man diese Sache natürlich gekonnt mit viel Gefühl angeht. Gilt für alle Hunde, wissen wir, doch hier brauchen einige Hunderassen etwas mehr Fokus zum Thema als andere. Man sagt ihnen nach, dass sie sich an Katzen im gemeinsamen Haushalt gewöhnen können. Ja, doch genauso sind Pettertil Terrier eher keine Hunde, die sich Stubentigern unterordnen, wie es zum Glück der Katzen viele größere Hunde tun. Sie kennen das mit Sicherheit. Ja?
Obwohl der Petterdale oft nicht größer und schwerer ist als die Hauskatze, möchte ich behaupten, dass würde es hier zu Schwierigkeiten kommen und es gar mal bitter ernst werden, der Stubentiger nicht viel Chancen hätte gegen diesen kleinen Krieger. Also da bin ich mir ganz sicher. Ja. Meerschweinchen oder Kaninchen zu Hause gehalten, die können allerdings zum Problem werden. Ja. Denn Erfahrungsberichte schreiben davon, dass diese schon öfter die Beute des Petterdale Terriers dargestellt haben. Ja, also ein purer Jäger mit Feuer. Also mit sowas muss man schon auch rechnen. Ja, ist nicht in Stein gemeißelt, kann vorkommen. Ja. Ja, im Erwachsenenalter neigt diese Hunderasse dazu, etwas dominant oder kampflustig anderen Artgenossen gegenüber aufzutreten. Das ist häufig bei Terriern so. Und ich kann mich erinnern, mal gelesen zu haben, dass die Kategorie der Terrier diejenige ist, welche am meisten bei Tierärzten wegen Bisswunden behandelt wird. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Viele kleine feurige Krieger dabei. Jetzt ist es selbstverständlich so, dass wenn Sie einen Hund mit 6 oder 12 Kilo haben, 25 bis 38 cm Schulterhöhe, egal wie feurig oder kampflustig oder zäh der ist, wenn der in einen ernsthaften Konflikt gerät mit einem dreimal größeren, dreimal schwereren Hund, kann dieser Hund schon schwerst verletzt oder gar getötet werden. Sowas sollte man immer im Hinterkopf bewahren als Besitzer solch eines kleinen Kriegers. Ja. Ja, natürlich findet man diese Hunde toll gehalten und geführt auch in Händen von Nichtjägern. Aber häufiger werden sie nur unterhalb oder innerhalb von Jägerkreisen weitergegeben. Das ist auch häufig der Fall bei deutschen Jagdterriern oder anderen puren Jagdhunderassen. Bei der Fuchs- oder Dachsjagd dringen die Petterdale Terrier in den Bau ein und bringen das Wild zum Springen. Bedeutet so nichts anderes, als dass dann der Fuchs oder der Dachs den Bau fluchtartig verlässt. Draußen wartet der Jäger und macht ihm den Garaus. Doch immer springt das Wild nicht und dann findet sich der Petterdale Terrier im Kampf mit dem Fuchs oder dem Dachs wieder. In solch einem Fall wird dann immer versucht, Wild und Hund gemeinsam auszugraben. Ja. Auch bei der Drückjagd aufs Wildschwein kommt der Petterdale Terrier im Einsatz. Man glaubt es kaum, ist aber so. Ja. Und in der USA stellt er hierbei einen sehr großen Kontrahenten zu den dort für die Packerjagd mit Vorliebe eingesetzten schweren American Pitbull Terrier dar. Viele Jäger dort ziehen den Petterdale Terrier, den Catch Dogs, den American Pitbull Terriern bei der Schweinejagd, bei der Wildschweinjagd vor. Wissen Sie wieso? Dieser schwerere American Pitbull Terrier Typ, Catch Dogs genannt, meistens Hunde mit um die 30 oder etwas über 30 Kilo Gewicht, die sind dafür bekannt, dass sie blindlings und kompromisslos aufs Schwein draufgehen und hierbei häufig schwer verletzt oder gar getötet werden. Der Petterdale Terrier macht das nicht, der ist da etwas geschickter. Der attackiert und zieht sich zurück, um sofort danach auf anderer Stelle wieder zu attackieren. Und das tut er permanent, wieder und wieder. Dieses Verhalten ist ebenfalls sehr effektiv, aber gleichzeitig auch sehr schützend für den Hund. Also diese Taktik ist weit, sage ich mal, nicht weniger heftig. Ja, das ist ein maximal 12 Kilo schwerer Hund, der geht aufs Wildschwein drauf. Und was Wildschweine für Panzer sind, mit welchen mächtigen Waffen die ausgestattet sind, muss ich niemandem erzählen. Ja. Aber sie ist weniger lebensbedrohlich als die Taktik der American Pitbull Terrier. Und deswegen wird dieser Hund bei dieser Art Jagd von amerikanischen Jägern häufig dem American Pitbull Terrier gegenüber vorgezogen. Ja. Liebe Zuseher, vor kurzem war ich in einem Forum, in einem Jägerforum, als ich über den Petterdale Terrier recherchiert habe, meine Erinnerungen aufgefrischt habe, denn bekannt ist mir diese Hunderasse schon recht lange. Dort habe ich mitgelesen. Urteile abgeben kann ich nicht, ich bin kein Jäger, kenne mich zu wenig mit der Materie aus. In diesem Forum wurden der deutsche Jagdterrier und der Petterdale Terrier miteinander verglichen. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Für mich wurden dort aus diesen beiden Hunden in diesem Forum unter den Jägern Geschöpfe geformt, die ungefähr so viel Ähnlichkeit miteinander hatten wie ein Frosch mit einem Regenwurm. Aber ja, da wurde fachgesimpelt. Ja. Ich verstehe das schon, ich bin kein Jäger und besitze selbstverständlich nicht im geringsten das Wissen zur Jagd mit diesen Hunden. Deswegen denke ich mir, die werden das schon gewusst haben, wovon sie geschrieben haben. Ja. Aber ich bin Hundeführer mit etwas Erfahrung, habe etwas Ahnung bezüglich Führen von Hunden diverser Charaktere im Alltag. Und ich sage Ihnen was.
Der Petertil Terrier und der deutsche Jagdterrier, die spielen für mich hierbei in einer Liga. Ja, das hat jetzt nichts mit der Jagd zu tun. Ich weiß nicht, welcher von diesen beiden Hunden der lautere bei der Jagd ist, wer die bessere Nase hat, wer das besser tut oder sich für das besser eignet. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er sich im Alltag für Sie als Hundeführer in derselben Liga bewegt wie der deutsche Jagdterrier. Ganz sicher. Schauen Sie, das sind beide, aber wir bleiben jetzt beim Petertil Terrier, so Typen wie, ja, stellen Sie sich einen Menschen vor, der nach horrendem Sturz wieder aufsteht, sich abputzt und zu aufgeschlagenen Knien und Ellbogen sagt, ah, das ist gar nichts, vergiss das, komm, machen wir weiter. Ja. In diese Richtung hinein funktionieren diese kleinen Krieger. Ja. Eine typische Situation mit einem Petertil Terrier im Wald könnte so aussehen. Sie gehen mit einem Petertil Terrier spazieren, vor ihnen springt ein Hase weg, zischt durchs stachelige Unterholz in den Wald hinein. Der Terrier hinten nach verfolgt den Hasen. Wie, als er ihn verloren hat, kommt er zurück. Beim Zurückkommen jagt er eine Katze auf den Baum und gräbt gleichzeitig eine Maus aus. Und als er dann wieder zu ihnen kommt, schlüpft er mit völlig verdrecktem Gesicht durch dieses Dornengestrüpp durch und steht dann genüsslich hechelnd vor ihnen mit einem Dornenast im Kopf drinnen stecken und fordert sie dazu auf, weiterzumachen, weil das so toll war. Ja. Ich mag das, wenn Hunde so sind. Ich mag diese, wie soll ich sagen, dieses Banditenhafte, wissen Sie, dieses Verschmitzte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Ich habe da, mein Hund ist ja auch ein Bandit und heute erst wieder ein Erlebnis mit ihm gehabt. Ich bin niedergebrochen vor Lachen. Und zwar war das genau hier. Ja? Das ist eine Stelle, wo ich gerne in der Früh vorbeigehe bei der ersten Runde. Sie kennen das ja, wenn unsere Rüden markieren, dann scheren sie gern mit den Hinterbeinen. Ja, also je tiefer die Scherspuren, desto beeindruckender die Nachricht für den nachkommenden Rüden und so weiter. Außerdem werden ja dann auch Geruchsstoffe durch das Scheren der Pfoten liegen gelassen, zusätzlich zum Markieren und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dort hinten hat er markiert, und gleich hinterhalb dieses Gebüsch, das Sie dort sehen. Ja. Und er steht mit Blickrichtung da, markiert und schert. Schmeißt den Schmutz in das Gebüsch hinten hinein. Ne? Und als er schert und das Gebüsch, der Schmutz in das Gebüsch geflogen ist, macht das natürlich ein Geräusch. Ne? Und dieses Geräusch bewog ihn dazu, sich umzudrehen. Wer war das? Da war irgendwas. Ich sage, der Herr Stepp, du warst es gerade. Du hast gerade den Dreck hinten reingehauen ins Gebüsch. Ne? Dann begann er nochmal zu scheren. Und dasselbe Spiel wieder. Der Dreck flog ins Gebüsch, Geräusch, er drehte sich um. Da ist irgendwas stimmt da nicht. Wissen Sie, was ich meine? Ich kann es nicht erklären, dieses Verschmitzte. Ja? Und das liebe ich bei Hunden. Da gehe ich in die Knie. Ja, und wenn Sie auf solche verschmitzte Geschichten stehen, ja, dann wäre der Petertil Terrier mit Sicherheit eine Hunderasse, die Sie interessieren könnte. Ja? Das sind Hunde mit Dampf, mit Trieb, Bewegungsfreude und enormer Härte. Kleine, wunderschöne Muskelpakete, welche zwar Extremjäger sind, aber auch tolle Familienhunde darstellen. Das Wichtigste als Besitzer dieses Hundes ist allgemein vernünftige Einstellung zur Hundehaltung. Ja. Ein vernünftiges Maß an Hundewissen sollte da sein. Schauen Sie, dieser Hund sucht den richtigen Besitzer, braucht den richtigen Besitzer. Hier kann viel schief gehen. Obwohl es kleine, leichte Hunde sind. Ich wiederhole mich zum 4., 5. Mal. Das sind kleine Krieger. Das sind kleine Dämonen, kleine Teufel. Auch wenn sie noch so herzlich sind in der Familie. Die können anständig Gas geben. Ja. Dieser Hund braucht schon den richtigen Besitzer. Es ist ein purer Jäger, ein purer Macher. Ja. Und er braucht den richtigen Besitzer, um gewisse Wege nicht zu verlassen. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, extrem tolle Banditen. Extrem tolle Banditen, die auch mir sehr gut gefallen würden. Ja, liebe Zuseher, das war's mit dem Petertil Terrier. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt, ich glaube, ich brauche Scheinwischer für meine Brillen. Und bald sehe ich nichts mehr. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's schon wieder.